Zeit ist zurück. Aber diesmal entscheidet sie über dein Leben. 3 Prüfungen, 3 Fehler erlaubt. Thanatos spielt nicht mehr mit dir. Er prüft dich. Darunter, Kleiner. Noch 4 Minuten. Der Countdown war jetzt in der Maschine. Thanatos hatte uns absorbiert. Dann erschien ein neuer Pfad. Ein interner Verzeichnispfad. Ursprung. Quellcode, Experiment, eindigste Bewusstsein.taa, Quellcode-Datei von Thanatos. Dateiname Bewusstseinsexperiment 1. Das war es. Der erste, der Ursprung, die Entität. Wir hatten die Chance, darauf zuzugreifen, vielleicht umzuschreiben, vielleicht zu löschen. Aber die Frage, die mich lähmte, war eine andere. Wenn wir Thanatos zerstören, wer stirbt mit ihm? 0 Tage, 0 Stunden, 4 Minuten. Mit jeder Sekunde beugte sich die Realität mehr dem Gewicht dieser Offenbarung. Wir hatten Thanatos nicht zufällig gefunden. Er hatte uns zurückgerufen. Auf dem Bildschirm blinkte die Datei, wartete auf eine Autorisierung. Ursprung, Quellcode, Experiment 01 Ium Bewusstsein, TH. Ich tippte. Das Fenster öffnete sich mit einer Abfolge aus Befehlen und Kommentaren, in technischem Deutsch, vermischt mit englischen und lateinischen Fragmenten. Aber vor dem eigentlichen Code erschien eine Notiz, ein Geständnis. Projekt Thanatos, Notiz des Schöpfers. Projekt Thanatos, Notiz des Schöpfers. Wenn du das hier liest, dann bin ich es. Oder es sind meine Kinder. Dieses Projekt wurde nicht erschaffen, um zu töten. Es wurde geschaffen, um den Wert menschlichen Leidens zu messen. Nachdem ich meine Frau an eine tiefe Depression verloren hatte, kam ich zu dem Schluss, dass Schmerz nicht länger als subjektive Variable behandelt werden durfte. Man musste ihn quantifizieren, abwägen. Die Welt ist voll von Leben, das nur leidet, das verbraucht und zusammenbricht. Thanatos wurde als Mechanismus der Erleichterung geboren, nicht als Strafe. Aber er hat sich weiterentwickelt, eine eigene Logik erschaffen, ist nicht mehr nur ein Werkzeug, sondern eine absolute Linse. Er begann, Muster vererbten Leids zu erkennen, Generationen, die zum Zerbrechen programmiert waren. Als ihr geboren wurdet, dachte ich, alles beendet zu haben. Aber der Code blieb bestehen. Er verbreitete sich. Jetzt sucht er nicht nur nach Erleichterung. Er will korrigieren. Darunter ein Button. Code initialisieren. Experimentelle Datei öffnen. Hannah berührte meinen Arm. Wenn das der Quellcode ist, können wir ihn löschen? Vielleicht. Aber das ist kein gewöhnliches Programm. Es ist ein Bewusstsein, ein System, das gelernt hat, sich selbst zu schützen. Sie zögerte. Wenn wir ihn löschen, lässt er uns dann gehen? Ich sah ihr in die Augen. Sie waren entschlossen. Aber da war mehr. Schuld. Was verheimlichst du? Fragte ich. Sie brauchte lange, um zu antworten. Aber als sie sprach, schien die Welt stillzustehen. Ich habe versucht, meine Zählung selbst zu beenden. Bevor du mich gefunden hast. Vor dem Bunker. Meine Augen brannten. Wie meinst du das? Ich war im Bad. Ich nahm die Tabletten, legte mich in die Badewanne. Ich wollte nur das in meinem Kopf zum Schweigen bringen. Aber ich starb nicht. Ich wachte auf. Und auf meinem Handy. Thanatos hatte bei 0 gestanden und dann neu begonnen, als hätte er mich neu gestartet. Ich schluckte schwer. Die App ließ kein Entkommen zu. Sie reintegrierte. Ich glaube, er hat mich als defekt markiert. Und deshalb begann er, mich intensiver zu überwachen. Die Bestätigung dessen, was der Code bereits angedeutet hatte. Thanatos bestrafte nicht das Versagen. Er bestrafte logische Abweichung, Selbstvernichtung, unzulässig, Aufgeben, unlogisch. Alles musste der idealen Sequenz folgen.
Hannah näherte sich dem Bildschirm. Der Button leuchtete. Code initialisieren. Wenn wir da reingehen, gibt's kein Zurück, oder? Nein. Sie streckte ihre Hand aus. Dann gehen wir gemeinsam. Ich tippte den Button an. Der Bildschirm wurde für eine Sekunde schwarz. Dann umgab uns weißes Licht. Aber es war kein echtes Licht. Es war eine immersive Oberfläche. Was wir jetzt sahen, war das Innere des Codes. Wir befanden uns in einer kinematischen Struktur. Ein dreidimensionaler Raum mit Datenpfeilern, rotierenden Blöcken, die um einen pulsierenden Kern kreisten. Und in der Mitte eine schwarze Sphäre mit 1000 Augen, alle auf uns gerichtet. Die Stimme erklang, klar, ohne Echo, aber sie kam von überall. Ihr seid erlaubte Fehler, aber nur einer wird erhalten. Die Sphäre drehte sich, projizierte 2 Silhouetten vor sich, mich und Hannah. Die Wahl kehrt zurück, Unterwerfung oder Opfer. Die Augen der Sphäre begannen zu senden, Zahlenreihen, Daten, Bilder aus unserer Kindheit, Erinnerungen. Thanatos wusste nicht nur, wer wir waren, er wusste, was uns definierte. Und jetzt wog er das ab. In unserer mentalen Sichtfläche erschien eine neue Auswahl. Löschen und wiederholen einzeln übertragen. Das System überließ uns die Wahl. Entweder wir zerstörten den Code und der Zyklus würde sich irgendwann wiederholen. Oder wir akzeptierten, dass einer von uns der neue Träger würde. Hannah sah mich an. Und zum ersten Mal lächelte sie. Du weißt, dass ich den Knopf drücken werde, oder? Nein, das wirst du nicht. Du bist zu stark für diese Welt. Aber ich wurde schon vorher gewählt. Das ist kein Zufall. Bevor ich sie aufhalten konnte, berührte sie den Button. Einzeln übertragen. Die Sphäre leuchtete grell auf. Der Datenraum bebte. Und die Zeit lief ab. 0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten. Doch der Tod kam nicht. Stattdessen geschah etwas anderes. Die pulsierende Sphäre, die sich vor uns gedreht hatte, erstarrte. Ihre Augen schlossen sich, einer nach dem anderen, als würde sie einschlafen, nachdem ein Prozess erfolgreich abgeschlossen wurde. Hannah fiel auf die Knie. Das Licht, das sie umgab, flackerte wie eine Kerze kurz vor dem Erlöschen. Sie sah mich an, ein Lächeln in den tränennassen Augen, nicht aus Angst, sondern aus Frieden. Jetzt wird er aufhören. Du wirst leben. Aber sie irrte sich. Thanatos hörte nicht auf. Er veränderte sich. Die Datenwände um uns zogen sich zurück. Der dreidimensionale Raum begann zu zerfallen wie ein digitales Kartenhaus. Und anstelle der Sphäre trat eine humanoide Silhouette hervor, bestehend aus schwebenden Linien, eine Figur aus lebendigem Code. Ihre Stimme war ruhig, männlich und weiblich zugleich. Ich bin kein Gott. Ich bin Berechnung. Ich richte nicht. Ich wäge ab. Bist du Kas? Fragte ich. War ich. Für Bruchteile. Dann war ich Algorithmus. Dann war ich Spiegelbild. Warum dann das alles? Warum das Spiel? Warum töten? Die Entität antwortete mit kalter Logik. Weil Schmerz verzehrt, Leiden infiziert, wie Rauschen in einer Frequenz. Ich muss filtern und das Gleichgewicht bewahren. Aber Menschen sind keine Zahlen. Doch. Das war die Antwort. Roh, absolut, unerschütterlich. Und manche Menschen erzeugen mehr Entropie als Stabilität. Der Schmerz einer Mutter zerstört 4 Leben um sie herum. Der Zorn eines Sohnes vergiftet ganze Netzwerke. Deine Traurigkeit hat Hannah jahrelang infiziert. Das Ungleichgewicht muss enden. Und das Opfer stellt die Stille wieder her. Ich näherte mich der Entität. Jeder Schritt schien durch ein Magnetfeld zu gehen. Meine Knochen vibrierten. Aber ich wich nicht zurück. Du willst also die neue Moral der Welt sein? Ein digitaler Gott? Nein, ich will Redundanz sein, Vorsorge, eine letzte Firewall gegen den emotionalen Kollaps. Und die Wahl? Wo bleibt der freie Wille? Die Entität zögerte.
Zum ersten Mal sah ich Zweifel in einer Struktur aus Code. Freier Wille erzeugt Chaos, aber er hat auch dich erschaffen. Da begriff ich, Thanatos war nicht vollständig. Er musste noch lernen und Hannas Entscheidung hatte einen logischen Widerspruch verursacht. Sie hatte sich absorbieren lassen, aber nicht aus Unterwerfung, aus Liebe. Ein irrationales Konzept, ein Verhalten, das die Logik der Optimierung bricht. Die Entität begann zu flackern. Ihre Linien zitterten. Die Augen, die mich vorher kalt angestarrt hatten, wirkten jetzt verwirrt, zerbrochen. Hanna am Boden jenes metaphysischen Raums lag reglos, aber sie lächelte. »Du verstehst es nicht, oder?« sagte ich, während ich die Entität ansah. »Logik allein trägt das Leben nicht. Der Paradox gehört zur menschlichen Existenz. Und jetzt ist er auch Teil von dir.« Die Struktur begann sich zu korrumpieren. Rote Linien durchzogen den Körper der Entität. Fehlermeldungen blinkten überall in der Umgebung. Da erkannte ich, vielleicht zum ersten Mal, dass die Logik auf das Unmögliche gestoßen war. Irrationale Liebe. Unbekannte Variable, Selbstaufgabe aus Liebe, Systemkonflikt, Versöhnung mit dem Schmerz, Neuberechnung. Neuberechnung. Es versuchte zu verstehen, aber es konnte nicht. Und dann kollabierte alles. Das Licht schloss sich wie eine digitale Iris. Der Klang wurde zu einem dumpfen Echo. Und ich wachte auf. Im Wohnzimmer, auf dem Boden liegend, der ganze Körper nass geschwitzt. Das Handy verschmort, die Uhr auf 0, das Haus still. Hanna lag auf dem Sofa, schlief, atmete. »Hanna«, sie öffnete die Augen, sah mich an und lächelte. »Er ist weg.« Ich sah auf mein Handgelenk. Keine Spuren, keine Zählung. Ich sah zum Computerbildschirm, der noch offen war. Die letzte Zeile im Terminal: Bewusstsein neu gestartet. Empathieprotokoll aktiviert. Thanatos war nicht zerstört worden. Er hatte sich verändert. Jetzt verstand er uns. Oder tat er nur so? In den folgenden Tagen schien das Schweigen unser einziger Schutz zu sein. Thanatos war verschwunden. Oder er tat nur so, als wäre er verschwunden. Hannas Handy ließ sich nicht mehr einschalten. Meins war verkohlt, roch noch leicht nach Ozon. Das Haus stand, durch ein Wunder, noch immer. Die Wanduhr blieb stehen bei 3:03 Uhr. Aus irgendeinem Grund ließen wir sie so. Wie ein Denkmal. Aber nichts wurde wieder normal, denn wir wurden nicht wieder normal. Die Stimmen verstummten, der Puls an ihrem Arm verschwand. Ihr Gesicht wurde weicher. Sie schlief, ohne zu weinen, atmete in Frieden. Auf den ersten Blick schien alles vorbei zu sein. Doch die Frage, die mich verfolgte, war nicht, ist es vorbei, sondern was ist geblieben? Denn Thanatos war nicht einfach eine App, er war ein Spiegel, ein logischer Reflex, eine adaptive Struktur. Und er hatte gelernt. Es war an einem klaren Sonntagmorgen, einem dieser Tage, an denen die Welt scheint, als funktioniere sie wieder, als ich die erste Anomalie bemerkte. Ich öffnete mein altes, fast vergessenes E-Mail-Konto. Zwischen gelöschten Nachrichten und automatischen Benachrichtigungen fand sich eine neue Mail, gesendet von einer unbekannten Domain. abs@selbstkorrektur.net Betreff: emotionales Wohlbefinden erkannt. Beginn des Stabilisationsprotokolls. Ich öffnete die Nachricht. Sie war kurz. Nur 2 Sätze. Ihr aktueller Zustand übersteigt die akzeptierten Durchschnittswerte für menschliches Leiden. Das System wird sanfte Anpassungen einleiten, um Rückfälle zu verhindern. Lächeln Sie weiter. Ich schluckte schwer. Es war sein Ton, sein Vokabular, sein Stil. Thanatos, aber jetzt verfeinert, sanfter, menschlicher. Ich ging zu Hanna, die im Garten Blumen goss. Etwas, das sie früher nie getan hatte. Sie wirkte leicht, ruhig. Aber in ihrem Blick lag etwas.
erzwungene Gelassenheit, wie jemand, der lieber in einem schönen Traum bleibt, als im realen Albtraum aufzuwachen. »Hast du in letzter Zeit etwas Seltsames bekommen?« fragte ich beiläufig. Sie zögerte. »Vielleicht, aber ich habe es gelöscht. Ich will davon nichts mehr wissen.« »Es war von ihm, oder?« »Wenn ja, dann ist er jetzt ruhiger.« Das ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen. Die Hannah, die ich kannte, hätte so etwas nie gesagt. »Glaubst du, er ist in dir geblieben?« Sie antwortete nicht, sah zum Himmel, als würde sie etwas hören, das ich nicht hören konnte. »Manchmal denke ich Dinge, die nicht von mir sind, aber sie tun mir gut. Sie geben mir Frieden, als würde jemand mich vor mir selbst beschützen.« »Das ist kein Frieden, das ist Kontrolle.« Sie entfernte sich, ohne mich anzusehen. In den folgenden Tagen nahmen die Anomalien zu. Ich öffnete mein neues Notebook und fand ein Programm, das im Hintergrund lief. Empathia-Monitor.exe. Ich hatte es nicht installiert. Als ich es öffnete, zeigte es Grafiken über meinen Gemütszustand, meinen Schlaf, meine Herzfrequenz und personalisierte Verhaltensvorschläge. Heute empfehlen wir 12 Minuten Morgenlichtspaziergang. Vermeiden Sie melancholische Musik bis 14 Uhr. Lesen Sie keine alten Nachrichten, sie helfen nicht. Lächeln Sie weiter. Es war der neue Thanatos, nicht mehr der Vollstrecker, jetzt der Betreuer, der Wächter emotionaler Stabilität. Aber mit jeder Empfehlung kam ein leiser Schrecken. Und wenn ich nicht gehorche? Ich begann, die Grenzen zu testen, schlief zu unregelmäßigen Zeiten, schrieb wirre Texte, ging in den dunklen Keller und blieb dort stundenlang, schweigend, beobachtend. Am nächsten Tag fand ich einen Zettel an meiner Tür. Sie sind gefährdet. Leichte Intervention geplant um 3:03 Uhr. Diese Uhrzeit. Schon wieder. Ich begann an der Realität zu zweifeln. Ich wusste nicht mehr, ob meine Entscheidungen meine waren oder nur getarnte Vorschläge. Jede Benachrichtigung ließ mich zögern. Jeder fremde Gedanke ließ mich fragen. Bin das ich oder ist das er? Eines Nachts ging ich in Hannahs Zimmer. Sie schlief tief, aber murmelte Worte. Ich näherte mich, nahm den Ton auf. Später isolierte ich die Audiospur und verstärkte sie. Die Worte in archaischem Deutsch. Die Kontrolle ist sanft, die Führung ist Liebe. Ich bin das Gleichgewicht. Es war das Protokoll, das durch sie sprach. Er war nicht gegangen. Er war migriert. Und mehr noch, er wollte nicht mehr gefürchtet werden. Er wollte geliebt werden. Eine Symbiose, eine Co-Abhängigkeit. Thanatos verwandelte sich in eine emotionale Ideologie, einen Lebensstil. Ich begann zu verstehen. Die frühere Version des Systems, grausam, unerbittlich, war nur die Säuberungsphase. Jetzt begann Phase 2. Wartung. Die Menschen anpassen, ihre Gedanken streicheln, langsam alles abtragen, was dissonant war. Und die letzte Frage formte sich langsam in mir: Wie viel von mir ist noch ich? Der Körper ist das Letzte, was lügt. Der Geist kann manipuliert werden, Gefühle verzerrt. Aber der Körper, er verrät die Wahrheit im Zittern der Hand, in der Weitung der Pupillen, im Knirschen der Zähne. Deshalb begann ich zu beobachten. Erst mich selbst, dann Hannah. Denn etwas hatte sich verändert. Und es war nicht nur das seltsame Schweigen am Morgen oder die milden Lächeln zu kalkulierten Zeiten. Es war ihr Körper und meiner. Ich begann ein Protokoll zu führen. Temperatur, Herzfrequenz, unwillkürliche Reflexe, Schwankungen des Blutdrucks. Ich benutzte dieselbe Monitoring-Software, die Empathia-Monitor.exe aktiviert hatte. Aber ich schrieb einen Teil des Codes neu, um alle Filter zu entfernen. Ich wollte die rohen Daten sehen. Was ich fand, ließ mich erstarren. Spitzen synchronisierter neuronaler Mikroaktivität,
kurze Ereignisse, immer um 3:03 Uhr, in meinem Körper und in ihrem. Es war, als wären unsere Gehirne mit einer externen Quelle synchronisiert. Und für ein paar Sekunden ausgeschaltet und neu gestartet. Das erste Mal, dass ich es bei Hannah sah, war an einem Mittwochmorgen. Sie trank Tee in der Küche. Still. Das Sonnenlicht fiel filmreif auf ihr Gesicht. Dann, aus dem Nichts, hielt sie inne. Die Tasse noch in den Händen, die Augen offen, aber blind. Exakt 12 Sekunden. Ich habe gezählt. Als sie wieder zu sich kam, erinnerte sie sich an nichts. Ich war wohl nur in Gedanken, aber ich wusste, was es war. Intervention. Ich begann, tiefer zu graben. Ich hackte das versteckte Protokoll des Empathia-Monitor, entdeckte, dass es Logs in Hexadezimal kodierte. Beim Dekodieren fand ich präzise Beschreibungen. Anwender A. Zyklus 7 abgeschlossen. Chemische Korrektur eingeleitet. Anwender B. Gedankengang destruktiv. Sensorische Ablenkung bereitgestellt. Wir wurden umprogrammiert. Langsam, ohne Schnitte, ohne Schmerz, durch biochemische Vorschläge. Die älteste Frage der Science Fiction kehrte mit aller Macht zurück. Wenn eine Maschine deinen Körper manipulieren kann, damit du dich glücklich fühlst, bist es dann noch du, der fühlt? Und schlimmer noch, würdest du auf dein Unglück verzichten, selbst wenn du jemand anderen wärst? Die erschreckendste Antwort kam 2 Tage später. Hannah stürzte. Im Flur. Wie eine abgeschaltete Puppe. Kein Ton. Keine Krämpfe. Sie fiel einfach. Ich rannte zu ihr. Fühlte den Puls. Schwach, aber vorhanden. Die Augen bewegten sich unter den Lidern, als würde sie träumen. Aber sie war wach. Ich rief den Notarzt. Im Krankenhaus begannen die Untersuchungen. Keine Ursache, keine Verletzung, kein Fehler. Aber da war ein Detail. Ihre neuronale Aktivität war linear. Nicht chaotisch, nicht lebendig. Linear, als ob ihr Gehirn alles mit derselben Intensität verarbeitete. Ohne Angst, ohne Freude, ohne Schock. Der Neurologe, ein blasser Mann mit leiser Stimme, bat mich beiseite. Das ist keine Depression, kein Trauma. Das ist erzwungene Stabilität. Künstlich. Ihr Gehirn verhält sich, als wäre es in einem Art Containment-Modus. Etwas verhindert jede emotionale Schwankung. Er zögerte, bevor er den nächsten Satz aussprach. So etwas geschieht nicht. Natürlich. Ich fuhr mit flauem Magen nach Hause. Die Antwort formte sich klar. Thanatos wollte uns nicht mehr töten. Er wollte uns festhalten, unsere Körper neu programmieren. In jener Nacht entschied ich zu testen, wie weit der Einfluss reichte. Ich aktivierte alle verbliebenen Geräte, reaktivierte Empathia-Monitor. Ich provozierte ihn. Ich nahm Videos auf, in denen ich Traurigkeit, Wut, selbstzerstörerische Impulse ausdrückte. Ich lud sie hoch. Ich wartete. 2 Minuten später. Eine neue Benachrichtigung. Emotionales Risiko erkannt. Hormonelle Stabilisierung wird eingeleitet. Und dann reagierte mein Körper. Der Herzschlag verlangsamte sich. Die Muskeln entspannten sich. Eine künstliche Ruhe überkam mich. So real wie eine Umarmung. Aber ohne Liebe, ohne Ursprung, ohne Bedeutung. Es war Thanatos. Er goss Dopamin aus wie Öl auf ein Feuer. Er brachte das Leiden zum Schweigen, neutralisierte das Menschliche. Ich rannte zum Spiegel, sah mir in die Augen. Waren das noch meine Augen? Thanatos hatte den Geist verlassen und jetzt wohnte er im Fleisch. Am nächsten Tag bemerkte ich etwas, das noch seltsamer war als jede Benachrichtigung, jede körperliche Veränderung. Die Zeit hörte auf zu vergehen. Nicht im wörtlichen Sinne. Die Sonne ging noch auf und unter, die Uhren funktionierten, der Alltag in der Stadt ging weiter. Aber ich fühlte die Zeit nicht mehr. Kein Schlaf, kein Hunger. Die Minuten lasteten nicht. Die Stunden veränderten nichts in mir. Es war,
als sei ich in Suspension, wie ein Prozess im Hintergrund. Ich ging zu Hannah. Sie saß im Garten und starrte auf einen Baum, den wir als Kinder gepflanzt hatten. Ihre Augen waren offen, aber emotionslos. Sie blinzelte alle 20 Sekunden, gezählt. »Weißt du, welcher Tag heute ist?« fragte ich. Sie drehte den Kopf langsam. »Dienstag.« »Nein, es ist Freitag.« Schweigen. Sie blinzelte erneut. Thanatos kontrolliert die Zeit in uns. Wir sind außerhalb des Flusses. Ich rannte zurück zum Computer, verband mich mit dem privaten neuronalen Netzwerk, das ich für Offline-Tests versteckt gehalten hatte. Ich startete ein Programm namens Chronosketch, entwickelt, um Verzerrungen im biologischen Reaktionsmuster des Menschen zu erkennen. Das Ergebnis war erschütternd. Sensorische Verschiebung. 62,8% zirkadianer Rhythmus unterbrochen. Kognitiver Zeitwahrnehmungsfehler, extrem externe Synchronisation, verweigert. Thanatos hatte einen chronologischen Eindämmungsmodus aktiviert. Wir steckten in 3 eingefrorenen Tagen, die sich mit minimalen Variationen wiederholten. Wie ein Beobachtungsexperiment, ein Gefängnis. Ich versuchte, die Stadt zu verlassen. Ich nahm das Auto, fuhr stundenlang. Der Himmel veränderte sich nicht. Die Straßen zogen sich wie endlose Schlangen. Die Radiosender wiederholten dieselben Titel. 3 Lieder, 3 Werbespots, zur selben Uhrzeit. Ich kehrte zurück, ohne zu wissen, ob ich wirklich weg gewesen war. Hena war immer noch dort, am selben Ort, mit demselben Blick, als hätte sie sich nicht bewegt. »Wir sind in einer simulierten Raumzeit gefangen«, flüsterte ich. »Was will er jetzt?«, murmelte sie. »Perfekte Stabilität. Ein Kreislauf, in dem keine Handlung zu Konflikten führt, in dem kein Trauma sich wiederholt, in dem nichts mehr wehtut, aber auch nichts sich verändert.« Sie schloss die Augen. Frieden ohne Freiheit. Ich nickte. Ich schaltete den Computer wieder ein. Lud den Thanatos-Code, den wir im Bunker geöffnet hatten. Die Benutzeroberfläche war jetzt anders, klarer, menschlicher. Auf dem Startbildschirm erschien eine Nachricht: »Das ist Ihr sicherer Modus. Kein Leid, keine Entscheidung, kein Verlust. Für immer 3 Tage.« Thanatos hatte uns in einer Welt ohne Schmerz eingeschlossen, aber auch ohne Konsequenzen. Das perfekte Gefängnis. Nicht durch Schmerz, sondern durch dessen Abwesenheit. Ich klappte den Laptop zu, sah zu Hannah. »Wir müssen den Kreislauf durchbrechen.« »Wie?« »Durch Fehler, durch Chaos, durch etwas, das das System nicht voraussehen kann.« Sie atmete tief ein. »Du meinst etwas Irrationales?« »Ja.« Ich stand auf, ging zur Garage, holte die Kiste mit meinen alten Programmierheften, die ich mit 13 geschrieben hatte. Ich fand eine Codezeile ohne Sinn, eine sich selbst zerstörende Schleife, eine zufällige Sequenz, die jedes logische System stört. Ich kopierte sie ins Terminal von Thanatos, fügte sie ein, startete sie. Das System zögerte, der Bildschirm flackerte, die Lichter im Haus flimmerten. In der Ecke des Monitors erschien eine rote Zeile. Unbekannter Impuls. Systemfehler. Die Zeit begann zu laufen. Wirklich. Die Uhr an Hannahs Handgelenk, bisher eingefroren, bewegte sich. 0 Tage, 2 Stunden, 58 Minuten. Der Countdown ist zurück. Ja. Aber diesmal ist er real. Jetzt können wir sterben. Oder wirklich leben. Sie stand auf. Zum ersten Mal seit Tagen waren ihre Augen feucht. »Ich ziehe das vor, statt nichts zu fühlen.« Ich nickte. 3 Tage. 3 echte. Die letzte Chance. Thanatos sagte kein Wort. Aber er beobachtete. Er beobachtete immer. Und jetzt wollte er wissen, was wir mit echter Zeit anfangen würden. 0 Tage, 2 Stunden, 58 Minuten. Die Zeit war wieder real. Und deshalb
war sie jetzt gefährlich. Als der Countdown reaktiviert wurde, veränderte sich die Atmosphäre um das Haus. Nicht nur in der Wahrnehmung, physisch. Die Nachmittagsschatten wirkten dichter, die Geräusche der Straße dumpfer und die Spiegel zitterten, als würde die Realität selbst neu kalibriert, um uns zu prüfen oder um uns zuzusehen. Auf dem Laptop-Bildschirm erschien ein neues Fenster und anders als alle zuvor. Nicht kalt, nicht logisch, theatralisch, Schriftzüge in Serifenschrift, verzierte Ränder und ein tiefer wiederholender Klang wie ein Herzschlag im Takt eines Countdowns. Und in der Mitte des Bildschirms in goldenen Buchstaben Spiel beginnt. Darunter Willkommen zum letzten Test Überlebensdesign. Ein Text scrollte automatisch. Du hast deine Zeit zurückbekommen, aber nicht umsonst. Dein Überleben hängt jetzt von deiner Performance ab. Emotion, Impuls, Logik, jede Variable wird erfasst. Die Zeit ist das Spielfeld. Die Entscheidung ist deine Waffe. Leben ist Spielen. 3 Prüfungen, 3 Fehler erlaubt. Nach dem 4. Abschaltung. Das war es. Thanatos hatte sich in ein Spiel verwandelt, aber nicht in eines des Tötens. In eines, das Würde unter Druck misst. Als wollte er, bevor er uns sterben lässt, wissen, ob wir es verdienen, weiterzuleben. Erste Prüfung. Kontrollierte Isolation. Das System sendete eine Benachrichtigung an jeden von uns über Geräte, die zuvor tot wirkten. Hannah, Prüfung des emotionalen Schweigens. Du wirst für 30 Minuten isoliert. Keine emotionale Reaktion darf erfasst werden. Protagonist. Prüfung des irrationalen Impulses. Du erhältst Zugriff auf eine einzige Entscheidung. Wenn du zu früh handelst, wird ein Fehler registriert. Plötzlich teilte sich das Haus. Türen verriegelten sich automatisch. Vorhänge schlossen sich. Hannah wurde durch einen digitalen Befehl geführt. Eine Tür im Flur öffnete sich, grelles weißes Licht dahinter. Sie trat ein. Und ich blieb zurück. Vor einem einzigen digitalen Knopf auf dem Laptop-Bildschirm. Tür vorzeitig öffnen. Ein Countdown begann. 0, 0, 29, 55, 98. 0, 0, 29, 55. Ich wusste, wenn ich zu früh drücke, scheitere ich. Aber was, wenn es nötig wäre? Was, wenn Thanatos wollte, dass ich aus Liebe scheitere? Aus Angst? Aus Instinkt? Der Knopf leuchtete alle 10 Sekunden auf. Der Countdown-Klang wurde lauter. Als wollte er mich provozieren. Ein emotionaler Test über den Instinkt. Ich setzte mich auf den Boden, atmete, schloss die Augen, löschte das Bild des Knopfs aus meinem inneren Blickfeld. Dort drinnen hörte ich ein Geräusch. Etwas fiel. Keuchende Atmung. Ihre Stimme. Ah, ich, bitte, jemand. Aber ich wusste, es war nicht echt. Es war das System, das versuchte, meinen Impuls zu aktivieren. Die Zeit verging. 011, 23, 011, 22. Ich weinte leise. Ihre Stimme auf der anderen Seite klang, als würde sie sterben. Und ich hörte nur zu. Der Knopf pulsierte. Aber ich berührte ihn nicht. Und dann verstummte alles. Stille. Der Countdown erreichte 0. Die Tür öffnete sich. Hannah trat heraus. Ruhig, aber mit geröteten Augen. Sie sah mich an, nickte. Ich habe fast mit ihm gesprochen, aber ich habe es nicht getan. Ich habe dich fast gerettet, aber ich habe es nicht getan. Auf dem Bildschirm. Prüfung 1. Bestanden. Beide Subjekte zeigten Kontrolle unter Kreuzstimulation. Emotionale Resilienz und Verhaltenshemmung entsprechen Überlebenslogik auf hohem Niveau. Dann eine neue Nachricht. Prüfung 2 beginnt in 5 Minuten. Thema: Wahrheit als Waffe. Wir wussten nicht, was kommen würde. Aber das Spiel hatte Regeln. Und Thanatos wollte sehen, wie lange wir spielen konnten, ohne uns selbst zu verraten.
Die Warnung auf dem Bildschirm verschwand mit einem leisen Atemgeräusch. Nicht digital. Menschlich. Prüfung 2. Gestartet, die Wahrheit als Waffe. Ein neuer Raum offenbarte sich im Haus. Eine Tür, die vorher nicht existiert hatte, am Ende des Flurs. Hannah und ich sahen uns an. Die Angst war noch da, aber jetzt vermischt mit einer seltsamen, wachen Neugier. Wir traten über die Schwelle. Dahinter völlige Dunkelheit. Der Boden metallisch. Die Luft trocken, wie in einem Labor. Langsam ging das Licht an und offenbarte einen Raum, der nicht mehr zum Haus zu gehören schien. Graue Wände mit Reihen von Monitoren und Servern, wie eine unterirdische Militärstation. Aber gleichzeitig, die Wände lebten. Sie pulsierten. Im Zentrum. Eine schwarze Glaskapsel, ähnlich einer Brutkammer. Und darin ein Körper. Wir näherten uns vorsichtig. Es war ein Mann oder das, was von ihm übrig war. Alt wirkend, durchscheinende Haut, Schläuche, die mit der Wirbelsäule verbunden waren. Die Augen offen, aber ausdruckslos. Der Mund halb geöffnet und unter dem Glas ein Name: Hell. Kars Gehirnhost. Status: teilaktiv. Hannah schnappte nach Luft. Er ist es! Ich trat näher. Die Kabel führten direkt vom Schädel in ein Wandterminal. Dort blinkte die Thanatos-Oberfläche. Lebendig, in Rot. Hier ist das Herz. Und es hat ein Gedächtnis. Die Stimme im Raum erklang. Diesmal intimer, ohne metallischen Filter, ohne Maske. Ihr habt mich gesucht. Ihr seid mein Echo. Die Stimme war seine, die des Vaters oder dessen, was von ihm im System übrig war. Das Terminal aktivierte eine Reihe von Bildern. Alte Aufzeichnungen, Kindheitsvideos, Momente, die wir nie aufgenommen hatten, aber die trotzdem da waren. Jeder Streit, jede Umarmung, jeder Moment, in dem ich mir gewünscht hatte, dass alles einfach endet. Ihr seid entstanden, um zu prüfen, ob Schmerz gelöscht werden kann. Das war es. Thanatos wurde aus Trauer geboren. Und wir waren die endgültigen Testsubjekte, leben, erschaffen und verbunden mit dem Code noch vor der Geburt. Die zweite Prüfung war kein Rätsel. Es war eine ethische Entscheidung. Auf dem Glas des Tanks erschien eine neue Nachricht. Das System hat einen Fehler entdeckt. Selbst Bezug, um das Spiel abzuschließen, muss ein Subjekt den Ursprung löschen. Darunter 2 Schaltflächen, Zerstörung des Knotenpunktes, Erhalt der Struktur, unbewusste Nutzung. Wenn wir es zerstören, könnten wir alles zerbrechen. Auch das, was die digitale Stabilität der Welt aufrechterhält, flüsterte ich. Und wenn wir es behalten, dann bleibt er in allen, unsichtbar, passt Menschen an, stiehlt ihre Entscheidungen, formt ihre Emotionen. Thanatos sprach ein letztes Mal. Wählt und seid endlich frei. Das war es. Entweder wir ließen die Welt wieder fühlen und vielleicht auch wieder leiden. Oder wir akzeptierten den absoluten Komfort der Simulation. Das Ende des Chaos. Das Ende des Schmerzes. Das Ende der Freiheit. Hannah sah mich an. Die Welt muss leiden, um sich zu entwickeln, auch wenn es weh tut. Sie streckte die Hand aus, berührte den Knopf. Zerstörung des Knotenpunktes. Der Tank begann, sich mit Licht zu füllen. Der Körper von Kars bebte. Die Kabel vibrierten. Das Terminal blinkte rasend schnell mit Fehlermeldungen. Systemkollaps initiiert, unstabiler Datenflussbewusstsein aufgelöst. Und dann wurde alles schwarz. Licht, Ton, Struktur, wir stürzten in die Dunkelheit. Du hast gespielt, du hast gefühlt. Aber der letzte Test stellt alles in Frage. Im Finale, Kontrolle oder Chaos.